Hi, ich bin's, Leni Lecker von Vegan for Dogs. In diesem Video zeige ich dir, wie ich die Leni Lecker Hundewurst zubereite. Dazu brauchst du folgende Zutaten: Glutenpulver, festen Tofu, Sonnenblumenöl, Sojasauce, Raucharoma, sehr wichtig, und verschiedene Gewürze. Die können variieren. Für die heutige Wurst nehme ich Majoran. Das gibt ein sehr würziges Aroma, mögen die Hunde sehr gerne. Koriander, Piment und Kümmel. Natürlich ein bisschen Salz und Wasser. Zuerst beginne ich mit den feuchten Zutaten. Die werden in einem Mixer püriert. Ich habe hier einen Hochgeschwindigkeitsmixer, der macht das Ganze schön fein. Das sind 200 Gramm Tofu, die ich grob zerkleinere. Dann haben wir 400 Milliliter oder Gramm Wasser. Bei Wasser ist das ja egal, ob ich Gramm oder Milliliter nehme, das ist das gleiche. Dann nehmen wir 80 Gramm Öl, in meinem Fall Sonnenblumenöl. So, das nochmal einstellen. Jetzt haben wir es, 80 Gramm. Hier ist darauf zu achten, dass man nicht Milliliter oder Gramm nehmen kann, weil Öl schwerer ist als Wasser zum Beispiel. Deswegen ist nicht Milliliter gleich Gramm. Also ich nehme 80 Gramm. So, genau getroffen, sehr schön. Ein Schuss Sojasauce. Ein bisschen Salz. Hunde brauchen auch Salz, das ist auch essentiell für sie. Das ist ein Mineral. Dann ein paar wenige Tropfen Raucharoma, das ist recht intensiv, da sollte man nicht zu doll dosieren. Ich nehme mal so, sagen wir mal, 5 bis 10 Tropfen. Und die Gewürze gebe ich auch direkt mit rein, dann werden die schön klein gehäckselt. Majoran nehme ich gerne ein bisschen mehr. Ein bisschen Koriander. Piment ist auch ein recht intensives Gewürz, davon nehme ich nicht allzu viel. Und Kümmel. Und dann geht das Ganze auch schon in den Mixer. So, ich nehme der Einfachheit halber das Smoothie-Programm. Das ist ein vorgestelltes Programm, was besonders schnell läuft, und los geht's. Das Programm ist nach 30 Sekunden fertig, hat alles gut vermischt, und ich wiege in der Zwischenzeit schon das Glutenpulver ab, dann sparen wir auch gleich ein bisschen Zeit. Anmachen natürlich und los geht's. 300 Gramm sind das. Und dann kommt schon die ganze Chose zusammen mit dem gemixten flüssigen Teil. Das gieße ich einfach oben drauf. Ist alles wunderbar vermischt. Die Kräuter sind gut verkleinert und können ihr Aroma dadurch besonders gut entfalten. So. Und dann wird das einfach nur von Hand sozusagen ein bisschen verknetet. Ich nehme dazu einfach nur so einen Spachtel und rühre das dann durch. Die dickt auch gut an, die Masse. Das Glutenpulver gibt schon jetzt so eine richtig feste Konsistenz. Ruhig ein bisschen länger durchkneten, damit das gesamte Pulver auch schön verarbeitet wird und keine Klümpchen drin bleiben. So,
So, das sieht ganz gut aus. Jetzt wird das Ganze in die Form umgefüllt. Ich nehme eine Auflaufform mit Deckel, denn das Ganze wird gleich gedämpft. Und der Deckel ist wichtig, dass nicht das ganze Wasser eintritt, aber die Wurst trotzdem schön saftig bleibt. Ein bisschen glatt streichen oben, damit sie eine schöne Form bekommt. Bei mir ist es jetzt eine runde Auflaufform, aber es geht auch jede andere. Das ist egal. Wichtig würde ich aber den Deckel dafür befinden. Fertig. Deckel drauf und dann geht das Ganze jetzt in einen Topf mit einem Dämpfeinsatz. Den habe ich von meiner Mama gemopst. Die hat ihn eine Weile nicht benutzt. Genau, der wird dann einfach in einen Topf mit einer kleinen Menge Wasser gegeben. Das sollte ungefähr eine Stunde reichen. Also eine Stunde lang wird das jetzt gegart hier drin. Kann ich schon mal den Dampfeinsatz reintun. So mache ich das. Und dann kommt die Form einfach rein. Wichtig ist auch hier natürlich der Deckel, damit der Dampf da drin entstehen kann. Und das kommt jetzt eine Stunde lang auf den Herd. Ich lasse das Ganze einmal komplett aufkochen und dann die Temperatur regle ich ein bisschen runter, sodass ständig Dampf drin ist, aber muss dann nicht mehr ganz so hoch sein. Einmal auf höchster Stufe. So, jetzt ist unsere Hundewurst fertig. Eine Stunde hat sie jetzt im Topf schön gedämpft und dann schauen wir uns mal das Ergebnis an. Achtung beim Deckelheben, das ist super heiß. Also Vorsicht mit dem Arm, dass nicht der ganze Dampf gleich hier unten rankommt. Genau so. Zack. Und ja, Vorsicht mit den Pfoten. Dann haben wir hier das Ergebnis. Da ist jetzt noch ein bisschen Wasser mit drin und das kann man noch mal abgießen. Würde ich aber ehrlich gesagt eher nachher machen. Ist mega warm. Konsistenz ist jetzt auch noch so ein bisschen schwabbelig vielleicht und das wird noch mal fester, wenn es dann abgekühlt ist. Was kann man noch machen, wenn man jetzt zum Beispiel nicht so einen großen Topf hat? Ich hatte das Glück, dass mir meine Schwester mal so ein Riesending geschenkt hat. Dann könnt ihr auch einen kleineren Topf natürlich nehmen oder auch im Backofen gibt es auch eine Möglichkeit, das zu machen. Habe ich selber noch nicht ausprobiert, hat mir aber auch schon eine Freundin einen Kommentar unter unserem Blogartikel hinterlassen, da kannst du nochmal nachschauen. Die hat den Teig eingewickelt, ganz fest in Backpapier und dann auch in eine Backform gegeben mit Deckel und dann im Backofen für, ich glaube, eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde auch nochmal gebacken. Dann zeige ich dir noch mal kurz, wie die Wurst auf der anderen Seite aussieht. Hier gibt es schon wieder leckere Sachen von Matthias. Der kocht ein feines Abendessen für uns mit Pilzen. So, dann wollen wir das Ganze mal wenden. Löst sich natürlich gut, da ist ja Fett drin. Und ich habe die Form vorher auch nicht eingeölt. Das geht einfach so. Dampft schön. Riecht auch schon gut. Daddy hat sich auch schon hier in die Küche gesellt und denkt sich, oh, Leni lecker Hundewurst, nehme ich auch ein bisschen. Genau, jetzt also so ein bisschen wie so ein Wackelpudding das Ganze. Ich zeige es dir noch mal ein bisschen näher. Dampft jetzt natürlich schön, hat auch so eine leicht luftige Struktur bekommen und ja, riecht schon sehr appetitlich. Also kann natürlich auch jeder selber kosten. Letztendlich ist das ja genauso gut für den Menschen. Ich habe auch nur Zutaten drin, die ich selber auch in der Küche verwende. Also kann man sich auch super als Brotbelag aufs Brot legen. Aber dem Hund natürlich noch ein bisschen was übrig lassen. Ja, dann lassen wir das Ganze mal abkühlen und schauen mal, wie der Eddie nachher darauf reagiert. Bis gleich.
Hallo, ich bin zurück. Die Leni Lecker Hundewurst hat jetzt einige Stunden abgekühlt. So sieht das Ergebnis jetzt aus. Ein bisschen Wasser ist noch drin, das kriegt jetzt mal unsere Pflanze ab. Und dann werde ich das Ganze mal aufschneiden. Der Eddie ist auch schon ganz interessiert dran. Lecker, ne Eddie? So, lässt sich also gut schneiden. Ist schön fest von der Konsistenz und lässt sich dadurch auch gut würfeln. Ich gebe so ein Achtel Stück ungefähr pro Tag. Sehr, sehr eiweißreich. Gluten und Soja sind sehr gute Eiweißquellen mit allen essentiellen Aminosäuren. So sieht das Ganze jetzt aus. Schon ein bisschen weich noch, aber auch hält gut die Form. Wollen wir mal schauen, was der Eddie dazu sagt. Ups. Wird gleich weggehauen. Guck mal hier, Eddie. Jawohl. Zum Soja und Gluten werde ich öfter mal gefragt, ob das denn gesund sei für Hunde oder ob man das überhaupt verwenden kann, weil ja da recht viel an Gerüchten auch kursiert, dass das ungesund ist. Viele Hunde vertragen Soja und Gluten, das sind auch sehr gute Eiweißquellen, weil sie eben alle essentiellen Aminosäuren enthalten. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen an Hunden, die das nicht so gut vertragen, aber das merkst du ja auch selber, was dein Hund dann verträgt. Die Wurst kannst du sehr gut auch noch mit ein bisschen klein geschnittenem Gemüse zum Beispiel anreichern. Dann wird es zum einen hübsch, bekommt auch nochmal einen anderen Geschmack. Also ich habe zum Beispiel schon getrocknete rote Beete drin gehabt oder Möhren. Wenn du jetzt getrocknetes Gemüse benimmst, dann musst du natürlich den Flüssigkeitsanteil ein bisschen erhöhen, weil es ja noch viel Wasser zieht. Gelagert wird das Ganze im Kühlschrank, also bei mir hält die höchstens eine Woche, sage ich mal. Das kommt auch darauf an, wie viel Hund man jetzt hat, wie viel er frisst. Und ja, im Kühlschrank hält die sich auf jeden Fall sehr gut. Einfrieren habe ich noch nie gemacht, habe ich aber schon gehört, dass sich da die Konsistenz doch noch mal stark verändert. Also kannst du gucken, wie es ist. Dann also viel Spaß beim Ausprobieren. Ich freue mich auf dein Feedback und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss und Animals say yeah. Alle ab. Jawohl. Alle ab. Jawohl. Noch eins. Juhu. Gut gemacht. Der Rest kommt in den Kühlschrank.